Hey Handballinspirator! Der beidbeinige Sprungwurf gibt euren Spielern die Möglichkeit, mit wenig Anlauf über einen Block zu werfen. In diesem Video bekommt ihr eine kurze Einführung und Übungen für den Sprung über beide Beine für euer Training mit an die Hand. Bleibt am Ball und lasst euch inspirieren. Da wir beim Sprungwurf über beide Beine lediglich einen Schritt für die Beschleunigung haben, müssen wir den Oberkörper als Schwungelement nutzen. In der ersten Übung möchten wir das isoliert trainieren, denn der Spieler startet jetzt sitzend auf einem Hocker oder Gymnastikball und geht direkt in den Sprungwurf. Dadurch kommt es zu der Situation, dass wir unseren Oberkörper nach unten abbeugen müssen und uns dann explosiv nach oben abdrücken können. Wir achten in diesem Clip mal genau darauf. Wir können nicht nur das Beugen oder Absenken des Oberkörpers wahrnehmen, sondern auch die Arme unterstützen als Schwungelement, ähnlich wie bei einem Hock-Strecksprung. Da wir im Oberkörper in der Luft relativ gerade sind, brauchen wir eine gute Peitschenbewegung im Arm und eine kleine Bogenspannung in der Wurfschulter, die leicht zurückgeht und schnell kräftig nach vorne explodiert. Nun wollen wir uns die Schrittfolge und das Einstemmen für den Absprung angucken. Denn der beidbeinige Sprungwurf überzeugt dadurch, dass er keine 3 oder 4 Schritte Anlauf braucht, sondern lediglich einen. Bei der nächsten Übung startet der Spieler auf einem Hocker, springt runter, landet beidbeinig. Diese Landung soll für ihn einfach nur das Signal geben, dass er jetzt als Rechtshänder mit seinem linken Fuß den ersten Schritt machen kann, mit seinem rechten nachzieht, einstemmt, eine große Beugung in sein Kniegelenk bringt, um sich wirklich körperschwerpunktmäßig abzusenken und dann nach oben wegzuspringen. Viel Spaß jetzt mit der Übung! Ihr könnt den Hocker auch gerne weglassen und aus dem Stand starten. Wir möchten uns ja lediglich darauf konzentrieren, aus einem Schritt kräftig einzuspringen. Wichtig ist hierbei, dass die Füße nicht zu eng oder auch zu weit sind. Wir könnten sagen, als Richtlinie, ein Handball könnte dazwischen Platz finden, ohne dass er die Füße berührt. Wir möchten nun einen Block dazu nehmen. Zuerst isoliert sitzend wieder auf dem Gymnastikball für die Bewegung des Oberkörpers gegen einen passiven Block. Das heißt, die Spieler bleiben am Boden stehen und nehmen nur die Arme hoch. Und anschließend aus einer kurzen Schrittfolge, wie zum Beispiel einer Freiwurfsituation, gegen einen aktiven Block. Wollen wir mal sehen, wie der Spieler diese Aufgabe löst. Wir können klar erkennen, dass gerade die zweite Übung einiges von unserem Spieler abverlangt. Aber er versucht Größenvorteile mit Kreativität wettzumachen. Dies konnten wir sehen beim Abknickwurf zum Beispiel. Entscheidend ist hierbei jedoch, dass er zu nah am Blockspieler steht und nach oben springt. Dies geschieht durch den Technikfehler, dass er nach seinem linken Schritt kurz nochmal mit beiden Beinen abhebt und nach vorne springt. Dadurch findet er nicht die richtige Distanz zum Block. Dies könnten wir allerdings unterstützen, indem wir das ganze spielnah aufbauen. Das heißt, wir nehmen noch einen Schirm dazu, das heißt einen weiteren Angreifer, der den Pass zum Werfer spielt und einen Schirm gegen den Block stellt. Dadurch hat der Spieler eventuell eine bessere Chance, den richtigen Abstand zum Block zu finden und auch hier über den Block zu werfen.
Zum Abschluss möchten wir euch noch eine kleine Vorübung mitgeben, welche die Sprungkraft und Koordination für den beidbeinigen Sprungwurf eurer Spieler maximal fördert. Diese können das entweder individuell am Seitenrand oder als Vorübung vor dem Wurf natürlich individuell trainieren. Ich hoffe, dass ihr mit der kurzen Einführung und den verschiedenen Übungen den beidbeinigen Sprungwurf eurer Spieler verbessern könnt. Denn Handball inspiriert.